Assalamu alaikum, ihr Lieben. Willkommen auf meinem Kanal zu einem neuen Gesundheitsvideo von mir. Heute möchte ich euch inshallah zeigen, wie einfach man dieses gesunde, goldene Elixier selber herstellen kann zu Hause und dass man gegenüber dem gekauften Ghee nicht nur einiges an Geld sparen kann, sondern auch der Geschmack und die gesundheitlichen Vorteile sind um ein Vielfaches größer. So sieht das Ghee, also auch Butterschmalz genannt, im kalten, erstarrten Zustand aus. Wir benötigen für dieses wunderbare Ghee, welches Lebensmittel und Medizin in einem ist, nur eine einzige Zutat, und zwar Bio-Butter. Sehr, sehr wichtig ist, dass es unbedingt Bio-Butter sein muss. Hier habe ich jetzt 2 mal 250 Gramm Butter vom Netto und ebenso 2 mal 250 Gramm Butter vom Lidl. Also insgesamt 1 Kilogramm Bio-Butter. Die geben wir jetzt einfach in einen Topf rein und bringen die zum Schmelzen. Und dabei kann anfangs die Flamme ruhig noch hoch sein. Sobald die Butter dann aber zur Hälfte schon geschmolzen sein wird, werden wir die Flamme ganz runterdrehen auf allerniedrigste Flamme. Das ist sehr wichtig, denn wir wollen nicht, dass die Butter anbrennt. Und beim Herstellen von Ghee brauchen wir jetzt ziemlich viel Geduld, weil das Ganze relativ lange dauert. Also das dauert etwa eine halbe bis 3/4 Stunde. Wie wir sehen, hier wird jetzt die Flamme auf ganz niedrigste Stufe, auf 1 von 6 Stufen gestellt. Ziel ist es jetzt, die Butter ganz leicht zum Köcheln zu bringen, und sobald sie köchelt, wird dann diese Flüssigkeit darin verdampfen, denn die Butter soll von ihrem Milcheiweiß, ihrem Milchzucker und der Flüssigkeit darin befreit werden, damit am Ende dann nur das reine Ghee, also das reine Butterschmalz, übrig sein wird. Denn das kann man dann wirklich hoch erhitzen und damit kann man braten, backen und kochen. Wir sehen jetzt hier den Schaum oben drauf, den werden wir nicht abschöpfen, sonst würden wir damit zu viel von der wertvollen Butter und ihren Inhaltsstoffen entfernen. Und vieles davon wird noch verdampfen, deswegen lassen wir den Schaum. Und hier sehen wir jetzt auch schon, dass sich das meiste von dem Schaum schon selbst verflüchtigt hat. Wir lassen die Butter einfach jetzt weiterhin kontinuierlich auf kleinster Flamme vor sich hin köcheln, während wir immer wieder zwischendurch am Boden lang streichen und umrühren, damit sich kein Milcheiweiß am Boden absetzen kann. Denn das könnte sonst anbrennen, was wir verhindern wollen, denn wir möchten keine Oxidation entstehen lassen, die in das gesunde Ghee gelangen könnte. Wir sehen, dass der gesamte Schaum sich inzwischen verflüchtigt hat, allerdings wird nach und nach wieder neuer Schaum entstehen, und zwar dann, sobald sich das Eiweiß am Boden absetzen wird und wir das durch das Streichen am Boden wieder hochbringen werden. Und das passiert dann ziemlich am Ende. Und sobald dieser Schaum am Ende wieder entstehen wird, werden wir den dann mit einem Sieb abschöpfen. Hier sehen wir jetzt, langsam kommen diese Eiweißreste vom Boden, die kommen jetzt langsam hoch. Und sobald dann das gesamte Eiweiß den ganzen Topf hier bedeckt mit seinem Schaum, werden wir den, wie gesagt, mit dem Sieb abschöpfen. Und kurz danach wird dann der Zeitpunkt gekommen sein, wo das Ghee anfängt, durchsichtig zu werden. Wir warten jetzt erstmal noch ab, bis der ganze Schaum oben sein wird, damit wir ihn abschöpfen können, wie hier jetzt gleich zu sehen. Und dieses Eiweiß, das wir abschöpfen werden, das kann man hinterher noch sehr gut verwerten. Das schmeckt sehr lecker eigentlich, ziemlich butterig, und man könnte es dann auf Brot geben. Man kann es praktisch wie Butter wieder benutzen hinterher, oder man könnte es einfach in jede Speise geben, um diese mit dem leckeren Butteraroma zu verfeinern. Jetzt, wo wir alles Eiweiß abgeschöpft haben, jetzt sehen wir bald, wie das Ghee langsam durchsichtig werden wird. Und das wird unser Ziel sein, denn sobald das Ghee hier ganz durchsichtig sein wird und wir auf den Boden schauen können, wie das jetzt hier langsam der Fall ist, dann wird das Ghee fertig sein. Sprich, das reine 100%ige Fett vom Ghee wird übrig bleiben, denn im Gegensatz zum Ghee besteht Butter ja nur zu 80% aus Fett und alle übrigen Butterbestandteile werden bei der Herstellung des Ghees entfernt. Die letzten Eiweißreste hier schöpfe ich nochmal ab und dann ist das Ghee fertig und wir können es dann absieben. Dazu könnte man ein Sieb benutzen und darin 2 Lagen Haushaltspapier geben, oder man könnte einfach einen Kaffeefilter benutzen. Das hatte ich jetzt getan. Ich habe sogar 2 Kaffeefilter übereinander gestülpt, vorsichtshalber, aber einer würde vollkommen ausreichen. Noch besser wäre es allerdings mit einem Sieb und einem Haushaltstuch, dann geht das einfach schneller, aber khair inshallah. Durch die Entfernung der Butterbestandteile erhält das Ghee jetzt ganz neue Eigenschaften, und zwar jene, die es von der Butter unterscheidet. Erstens, Ghee ist hoch erhitzbar. Ghee kann problemlos hoch erhitzt werden und somit auch zum scharf anbraten oder frittieren verwendet werden. Im Gegensatz dazu würde bei Butter das Wasser in der Pfanne spritzen und das Eiweiß verbrennen.
Beim Ghee bleiben die Fettsäuren bis 190 Grad Celsius stabil. Das bedeutet, dass die Fettsäuren nicht oxidieren, keine freien Radikale entstehen und daher auch im Körper keine oxidativen Prozesse stattfinden. Wie das zum Beispiel passieren würde, wenn man mit ungesättigten Fettsäuren braten, backen oder kochen würde, wie zum Beispiel mit Olivenöl oder anderen ungesättigten Fettsäuren, die nur für die rohköstliche Küche geeignet sind. Zweitens, Ghee ist lange haltbar und leicht lagerbar. Ghee ist im Gegensatz zur normalen Butter wesentlich länger haltbar. Ja, Ghee kann sogar über Wochen hinweg ungekühlt gelagert werden. Dieser Vorteil ergibt sich unter anderem daraus, dass der Wassergehalt von Ghee fast bei Null liegt und daher keine mikrobielle Belastung entstehen kann. Butter dagegen sollte gekühlt gelagert werden, da sie andernfalls ranzig werden würde. Drittens, Ghee kann von Menschen mit Laktoseintoleranz verzehrt werden. Der Laktosegehalt von Ghee ist 0, weshalb Ghee bei Laktoseintoleranz problemlos verzehrt werden kann. Allerdings vertragen auch viele Laktoseintolerante normale Butter. Ihr Laktosegehalt liegt zwar nicht bei 0, ist aber sehr niedrig, sodass nur sehr empfindliche Laktoseintolerante auch auf Butter reagieren. Diese jedoch können dann auf Ghee zurückgreifen. Nachdem wir das Ghee jetzt umgefüllt haben, werden wir es erstmal auf diese Weise mit einem Haushaltstuch abdecken, bis es abgekühlt ist. Damit wollen wir verhindern, dass Kondenswasser hineintropft, wodurch dann das Ghee verderben könnte. Deshalb warten wir ab, bis das Ghee komplett abgekühlt ist, bevor wir dann das Haushaltstuch entfernen und das Glas schließen können. Ab jetzt können wir das Glas mit dem Ghee ganz normal im Küchenschrank aufbewahren. Dieses selbst hergestellte Ghee ist in seinem Geschmack unübertrefflich, noch besser als jedes gekaufte Ghee, was ja auch schon ziemlich lecker schmeckt. Davon abgesehen hat Ghee sehr viele gesundheitliche Vorzüge. Sie sind so zahlreich, dass ich sie hier gar nicht alle aufzählen kann. So ist Ghee unter anderem leichter verdaulich, und zwar leichter verdaulich als Butter oder andere Fette und Öle. Es wirkt entzündungshemmend, zur Verjüngung der Haut, zur Regeneration der Verdauungsfunktionen, zur Stärkung der Abwehrkräfte, zur Reinigung des Blutes, zur Besserung des Schlafs, zur Harmonisierung des Hormonhaushalts, zur Verbesserung des Erinnerungsvermögens, zur Regeneration des Magens bei Magengeschwüren und bei Darmentzündungen. Reines Bio-Ghee soll gegen Krebs helfen, gegen Psoriasis, gegen Arteriosklerose, es soll zur Entgiftung dienen. Und in der Ayurveda gilt es als Allheilmittel und letztendlich sogar zur Verlängerung der Lebenszeit. Subhanallah. Ja, und was man jetzt noch mit dem Eiweißrest machen kann, wie gesagt, man könnte es jetzt in ein kleines Glas abfüllen und man kann es weiterverwenden, denn es hat einen sehr buttrigen Geschmack. Ja, selbst hergestelltes Bio-Ghee hat also sehr viele gesundheitliche Vorteile, ebenso viele geschmackliche, und man kann es eben genau wie das native Kokosöl zum Braten, Backen und Kochen benutzen, ohne dass es dabei Schaden nimmt. Im Gegenteil, es kommt unserer Gesundheit sogar zugute. Wenn euch das Video gefallen haben sollte und von Nutzen war, dann gebt mir gerne einen Daumen nach oben und teilt das Video mit euren Freunden und Bekannten. Vergesst auch nicht, das Glockensymbol zu betätigen, damit ihr kein Video in der Zukunft von mir verpasst. Liebste Grüße, Salam alaikum, eure Mariam.